Hallo zusammen, diese 3 Osterkörbchen lassen sich aus einem Quadrat nähen. Sie sind absolut anfängertauglich. Sie funktionieren sogar, wenn man schief anstatt gerade näht. Habt ihr Lust mitzumachen? Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit 2 Quadraten, 20 x 20 cm oder 8 x 8 Inch. Hinter eines der beiden Quadrate bügeln wir Flieseline H250 auf die Rückseite. Haltet ihr ein bisschen kleiner, damit ihr die Flieseline nachher nicht in den Nahtzugaben habt. Also 7,5 x 7,5 Inch oder 19 x 19 cm. Bügelt die Flieseline gut an. Als nächstes nähen wir beide Quadrate rechts auf rechts aufeinander. Wir nähen genau außen an der Linie lang. Wir legen beide Stofflagen rechts auf rechts aufeinander, nähen einmal außen um unsere Fließeinlage herum und lassen eine Öffnung. Wir beginnen mit der Öffnung. Stichlänge habe ich auf 2,5 eingestellt und wir nähen. Wir verriegeln die Anfänge, damit wir das nicht wieder aufreißen, wenn wir das gleich verstürzen. Wir haben unser Standardnähfüßchen. Wir haben eine 70er Universalnadel eingestellt. Und achtet hier darauf, dass ihr die Öffnung nicht zu klein macht. Verriegeln. Wir schneiden unsere Ecken zurück. Achtet darauf, dass ihr nicht in eure Naht schneidet. So. Und bügeln einmal diese Kanten auseinander. Das dreht sich nachher schöner, wenn wir uns diesen Schritt nehmen. Wir bügeln alle Nahtzugaben zur Innenseite. So, wo ist unsere Öffnung? Hier. Haben unsere Öffnung und verstürzen unser genähtes Quadrat. Das sieht noch gar nicht so toll aus. Wir helfen ein bisschen. Ihr könnt ein Stäbchen dazu nehmen, bitte keine Schere oder ein Falzbein. Das Falzbein, das ich hier verwende, das kommt aus der Buchbinderei. Und wir bügeln unser Ergebnis noch einmal über. Unsere Seiten schlagen sich hier nun von alleine nach innen. So, unsere Kanten. Und wir nähen einmal um unsere äußere Kante herum. Wir legen die Stoffaußenkante an die Innenkante unseres Füßchens. Und unsere Stichlänge wählen wir auf 3. Halten die hinteren beiden Fäden fest und nähen einmal knappkantig um unser ganzes Quadrat. Stich zu weit. So.
wir verriegeln. Entfernen unsere Fäden und sind schon fast fertig. Jetzt falten wir unser Quadrat einmal von einer Seite zur nächsten und bügeln die Enden ein bisschen fest. Nicht die Mitte, nur die Seiten. So sieht das dann aus. Das machen wir auf beiden Seiten. Ihr braucht nicht hundertprozentig genau sein, wenn ihr da ein bisschen schief werdet. Das ist ein schönes Körbchen für Anfänger, also seid da nicht zu streng mit euch. So sieht das Ganze nun aus. An unseren Seiten tragen wir 2 Maße ab. Wir messen zur Mitte hin, an der umgeschlagenen Kante messen wir zur Mitte hin 6 cm. Und von der Mitte zum Rand 2 cm. An allen 4 Seiten. 6 zur Mitte, 2 nach außen. Zurück an der Nähmaschine nähen wir unsere eingezeichneten Kanten entlang. Hier haben wir die 2 cm Marke und hier haben wir die 6 cm Marke. Wir legen unser Stoffstück mit der 2 cm Kante unter unsere Nadel, fixieren das schon mal eben. Unsere Nadel hält uns jetzt schon unser Stück fest, das kann schon nicht mehr weg. Und jetzt orientieren wir uns einfach. Wir stellen uns eine gerade Linie vor, die genau hierhin führt. Und diese Linie nähen wir einmal lang mit einer Stichlänge von 2,5. Wir verriegeln und wir nähen einmal lang. Und wir verriegeln. Schneiden unsere Fäden ab und wiederholen das an allen 4 Kanten. Die 2 cm und die 6 cm. Legen das unter, verriegeln und schauen, dass wir zu unserer 6 cm Marke nähen. Und wir verriegeln. Versucht das ruhig frei, versucht ruhig diesen Punkt anzupeilen. Wenn die Linie irgendwie wonkig wird, macht das hierbei eigentlich überhaupt nichts. Man kann es eigentlich nie versauen. Also versucht das ein bisschen zu üben, das ist ein gutes Stück, um das mal auszuprobieren. Hier haben wir wieder beide Marken. Wir legen unser Stück wieder unter und verriegeln. Visieren den Punkt an. Und schneiden das Ganze ab. Unser Körbchen ist jetzt schon fast fertig. Wir stellen das einmal auf und haben schon ein winzig kleines Körbchen gearbeitet. Was wir jetzt noch möchten, ist, wir möchten das ein bisschen stabiler haben. Wir nehmen unsere Ecken und schlagen die zu einer Seite um. Die können wir auch noch mal ausbügeln. So, wir legen das hin, schlagen das um und bügeln das einmal lang. Diese Seite haben wir jetzt hierhin gebügelt. Das heißt, die nächste Seite bügeln wir zu dieser Seite. Schlagen das wieder auf und bügeln das einmal. Diese beiden Seiten sind hierhin gebügelt. Unsere anderen Seiten nehmen wir zur gegenüberliegenden Seite. Diese Seiten möchten wir nun ein bisschen fixieren, einfach nur mit einem Stich. Das gibt ein bisschen mehr Stabilität, die möchten wir mitnehmen. Das heißt, wir legen unsere Seite an, klappen das Ganze einmal zur Seite und nähen das mit ein paar Stichen fest. So. So, das reicht schon, das muss nicht sehr fest sein, das soll nur ein bisschen Halt geben.
Wir können das einfach abschneiden. Die Enden, die verschwinden in dieser Falte. Unser Körbchen ist fast fertig. Was wir jetzt noch wollen, ist, wir möchten das noch ein bisschen ausarbeiten. Eine Möglichkeit ist, wir schlagen die Seiten nach außen. Wir könnten sie umschlagen und hier annähen. Mit einem Knopf vielleicht versehen. Das sieht ganz süß aus. Wir können sie aber auch locker fallen lassen. Dazu brauchen wir eigentlich nur ein bisschen Gewicht. Das heißt, wir nehmen wieder Nadel und Faden und ich habe hier 4 kleine Glockensteine und die möchte ich gerne nun als Gewicht und als schönen Abschluss an meine Täschchen nähen. So, wir stechen einmal ein, ziehen unser Gewicht, also unser Glöckchen, oder was immer ihr da gerne mit annähen möchtet, was ihr da anpampeln und Zutaten findet und an Ideen habt. Und wir knoten das einfach fest. Diese Enden lasse ich jetzt lang, die möchte ich gleich vernähen. Das wiederholen wir an allen 4 Seiten. So, unser erstes Körbchen ist fertig. Wir können die Ecken ein bisschen nach außen umschlagen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir lassen diese Seiten nach oben stehen und schlagen die anderen beiden Seiten zueinander. Das Ganze sieht dann so aus. Um das zu halten, nähen wir einen Knopf oben auf. Unser zweites Täschchen ist fertiggestellt. Für unser Tulpenkörbchen brauchen wir 2 Körbchen. Bei dem einen Körbchen drehen wir die umgeschlagenen Seiten zur Mitte, bei dem anderen Körbchen lassen wir sie nach außen und wir stecken beide Teile ineinander. Und unser Körbchen ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß bereitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!